Warum fällt es eigentlich so vielen Unternehmern schwer, eine gute Entscheidung zügig zu treffen? Und hat sich das Entscheidungentreffen in den letzten Monaten und Jahren verändert, verlangsamt, verkompliziert? Ich bin diesem Thema auf den Grund gegangen, weil meine Business-Coaching-Kunden im wahrsten Sinne des Wortes leidtragend sind. Die müssen nämlich selbst Entscheidungen treffen und sind auf der anderen Seite auch darauf angewiesen, dass andere für sie Entscheidungen treffen, nämlich wenn es um ein Angebot geht. Und genau darum geht es in den heutigen Business-Tapas. Mir stellt sich automatisch die Frage, warum Entscheidungen heutzutage gefühlt in letzter Minute getroffen werden. Und aus meiner Sicht sind das die folgenden 5 Gründe. Unsicherheit und Komplexität. Du weißt nicht, ob du alle Infos hast, um eine gute Entscheidung zu treffen. Und du bist dir unsicher, ob das ein gutes Angebot oder eine gute Sache sein wird. Du weißt nicht, ob dein Geld gut angelegt ist oder ob die Kohle besser mal zusammenhältst. Und noch was. Früher hast du dir vielleicht 1 oder 2 Angebote machen lassen und hast dich dann entschieden. Und heute recherchierst du im Internet ewig, schaust Bewertungen an und bist dann überfordert, überhaupt zu entscheiden. Es sind einfach zu viele Kriterien und Informationen und dann gibst du eben auf. Und dann zweitens Veränderungen im Umfeld. Dein Umfeld, in dem du Entscheidungen treffen musst, kann sich schnell ändern. Also neue Informationen, Markttrends oder politische Entwicklungen wie Krieg poppen plötzlich auf, was dazu führen kann, dass du deine Pläne anpassen musst. Und manchmal hast du dann einfach nicht die geistige Kapazität, dich mit so einer Entscheidung jetzt zu beschäftigen. Ich sage nur, Überforderung, Stress und Hektik kennt ihr alle. Und dann drittens, manchmal musst du allerdings schnell entscheiden, Zeitdruck. Das sind dann unerwartete Ereignisse wie zum Beispiel Bankkonto leer oder Notfälle, Maschine kaputt, die dein sofortiges Handeln erfordern. Du triffst die Entscheidung, aber eigentlich fühlst du dich nicht wohl dabei. Oder du wartest mit der Entscheidung bis zur letzten Minute, um den Cashflow zu sichern. Und dann haben wir viertens Verhandlungen und Abstimmungen. In geschäftlichen Situationen können Entscheidungen bis zur letzten Minute aufgeschoben werden, um nachzuverhandeln oder in einer bestimmten Verhandlungsstrategie zu folgen. Das ist dann zwar gut für dich, aber eben auch nervenaufreibend für deinen Geschäftspartner. Und dann haben wir fünftens Prokrastination. Jetzt wird's spannend. Du schiebst eine Entscheidung einfach auf. Du steckst den Kopf in den Sand und sitzt das Ganze aus. Aber eigentlich kannst du dir das als Unternehmer nicht leisten, weil in solchen Fällen musst du dich nämlich ernsthaft fragen, woran das liegt. Macht dir dein Unternehmen keinen Spaß mehr? Fehlt der Antrieb? Hast du Angst vor den Konsequenzen oder vor einem Fehler? Also wenn du jetzt ein mulmiges Magengefühl bekommst, dann lass uns reden. Jetzt aber zurück zum Entscheidung treffen. Natürlich ist es besser, eine Entscheidung frühzeitig oder rechtzeitig zu treffen. Das minimiert das Risiko, aber die Zeit hat man im Alltag als Unternehmer eigentlich nie. Gehen wir mal zu einem Entscheidungspunkt, den jeder von euch schon mal erlebt hat und um den es heute hauptsächlich geht. Du machst ein Angebot und du gibst es ab. Und was kommt dann? Das lange Warten. Du zermarterst dir das Hirn, warum dein Interessent sich nicht mit einer Entscheidung meldet. Du springst im Dreieck, du bist angespannt, du bist schlecht gelaunt, weil du den Umsatz eigentlich schon innerlich eingeplant hast. Nach spätestens einer Woche solltest du aufspringen. Jetzt kommt die Phase Mut. Du hakst nach. Gut so. Im Schnitt haken meine Kunden 3-mal nach, bis ein Angebot entschieden ist. Aber wie hakt man nach? Wie hakt man richtig nach? Per Mail? Da braucht es keinen Mut. Oder fährt man zum Kunden hin? Das ist so ähnlich wie Kaltakquise. Ich empfehle in solchen Fällen immer den Prozess Power of Follow-up. Power of Follow-up. Heißt auf Deutsch so viel wie verfolge ich Angebote so nach, bis eine Entscheidung fällt. Power of Follow-up in 5 Stufen. Stufe 1 ist immer Face-to-Face. Also das persönliche Gespräch. Hinfahren, reinschneiden, geht auch gerne mit der Ausrede, ich war gerade in deiner Nähe, und mal hören, wie der Stand der Dinge ist. Wenn das nicht geht, dann Stufe 2, der Videocall. Das ist so fast wie ein persönliches Gespräch. Manchmal geht das aber auch nicht und dann kommt Stufe 3 ins Spiel, nämlich anrufen. Wenn keiner rangeht, schickst du eine WhatsApp oder eine SMS und das ist dann Stufe 4. Und wenn das auch nicht möglich ist und nur dann kommt Stufe 5 des Nachhakens, du schickst eine E-Mail. Aber nicht irgendeine E-Mail. Du nimmst das Angebot und schickst es an den Entscheider mit den kurzen Worten Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Hatten Sie das schon gelesen? Nichts weiter. Man nennt das die Kraft des Minimalismus. Und dann, wenn dann auch nichts passiert, dann kommt nach weiteren 3 Tagen eine weitere E-Mail mit Pünktchen, Pünktchen. Ist das Angebot nicht mehr relevant für Sie? Oder ist das Projekt nicht mehr wichtig? Spätestens darauf antwortet der Entscheider, denn der liebt es, mit Nein zu antworten. Und schon hast du ihn wieder zurück im Gespräch. Funktioniert. Aber fragen wir mal an der Praxis nach, wie das im Unternehmen normalerweise abläuft. Ja, erstmal unterscheiden wir, was ist das für ein Produkt, weil wir wissen, dass bei einigen Produkten geht die Entscheidung schneller als bei den großen, bei den teureren Sachen. Aber prinzipiell nach Angebotsabgabe
wird ein Termin gesetzt und so nach 10 Tagen, 14 Tagen wird hinterhergerufen und man probiert den Menschen auch wirklich telefonisch zu erreichen. Wenn das nicht passiert, wird eine E-Mail hinterhergeschickt, was aber dann nicht bedeutet, dass man eben den zweiten Termin verschiebt, sondern dann ist wieder ungefähr 10 Tage, 14 Tage, dann passiert das zweite oder dann auch das dritte Mal, dass hinterher telefoniert wird. Es gibt natürlich immer die Experten, die man nicht erreichen kann, und dann probieren wir eben auf E-Mail auszuweichen. Und wie lange versucht ihr nachzuhaken? Gibt es irgendwann den Punkt, wo ihr aufhört? Irgendwann ist die Frustrationsrate relativ hoch oder der Kunde sagt einem natürlich auch, nee, das Projekt ist gestorben. Wir haben Gott sei Dank eigentlich seltenst die Information, ihr seid zu teuer, wir haben jemand anders genommen, sondern oftmals ist bei uns leider so, dass die Leute sagen, nee, insgesamt das Projekt ist gestorben. Und trotzdem eigentlich, bis der Kunde Nein sagt oder nochmal Nein sagt oder ja, wie gesagt, äußere Einflüsse sind. Aber wir hören nicht irgendwann nach einer gewissen Zeit auf, einfach nachzutelefonieren. Es sei denn, es ist dann doch irgendwie eine Gmail-Adresse und man hat 3, 4, 5 Mal probiert und dann geht es gar nicht mehr. Also man kriegt den auch 3, 5 Mal gar nicht ans Ohr. Dann wird er natürlich als uninteressant irgendwo eingestuft. Aber solange das Ganze heiß ist, ist das eine never-ending-Geschichte. Danke. Und noch ein wichtiger Hinweis zum Thema Angebotsprozess. Ein guter Angebotsprozess verhindert übrigens, dass die Zeit von Abgabeangebot bis Entscheidung nicht zu lang wird. Also wie so ein richtiger Verkaufsprozess aufgesetzt wird, das kann ich euch zeigen. Alles steht und fällt erstens mit dem frühzeitigen Beziehungsaufbau und dann zweitens mit dem detaillierten Wissen um das anstehende Projekt und dann drittens mit dem Wissen um die involvierten Personen. Von Zeitrahmen über Budget bis hin zur Gestaltung des Angebots muss alles so ineinander greifen. Also stellt euch vor, euer Angebot wäre so aufgebaut wie eine Werbung für euer Unternehmen oder wie eine Werbung für euer Produkt. Es würde sich an den Entscheider und nicht an den Nutzer richten und es wäre persönlich präsentiert und es wäre unterstrichen mit unser Qualitätsversprechen. Hier sind unsere Kundenstimmen der letzten Projekte. Übrigens, ein Angebot wird auch nach den 5 Stufen des erfolgreichen Verkaufens aufgebaut. Das ahnt ihr mit Sicherheit und das könnt ihr auch nochmal nachhören in den Business-Tapas mit dem Titel Erzähl mir was vom Pferd. Gut, also es ist immer besser, das Angebot persönlich zu präsentieren, zu erklären und Fragen zu beantworten. Ich empfehle das immer bei Angeboten über 5.000 € und bitte, bitte fragt am Ende des Gesprächs immer, welche Infos brauchst du noch, um dich für mein Angebot zu entscheiden. Man sagt neudeutsch immer ask for the sale, also am Ende dieser Phase des Vertriebsprozesses frag immer nach dem Verkauf. So, zurück zur quälenden Wartezeit und wie überbrückt man die, ohne durchzudrehen oder ohne seine eigenen Mitarbeiter anzumutzen. In meiner Umfrage haben die meisten Unternehmer geantwortet, dass man einfach mehr Angebote machen muss, damit Aufträge ankommen. Gute Idee. Und jetzt hebt der Erste da draußen die Hand und sagt, wie soll ich das denn mit meinem Team schaffen, noch mehr Angebote? Das kann ich zeitlich gar nicht hinkriegen. Stimmt, da muss man nämlich neue Wege gehen. Und vielleicht mal mit KI-Tools arbeiten. Und das meine ich nicht als Schlagwort, sondern das meine ich richtig ernst. Es scheint im ersten Schritt effizient zu sein, ein Standardangebot an einen potenziellen Kunden zu senden. Aber es ist nicht immer effektiv. Es lohnt sich bei größeren Angebotssummen mehr Zeit in die Gestaltung des Angebots zu geben und es einzigartig zu machen. Also KI kann da echt helfen und es sehr individuell machen. Also Videos, Animationen, Samples, 3D-Printmodelle. Es gehen da so viele Ideen durch meinen Kopf. Fazit: Das Rezept für einen schnellen Entscheidungsprozess ist eigentlich total simpel und macht am Ende einen so riesigen Unterschied. Hab einen ordentlich definierten Vertriebsprozess von Anfang bis Ende. Ask for the sale, also frage gezielt, ob das Angebot so passt, damit es zu deinen Gunsten entschieden wird. Reagiere auf Einwände und Fragen deines potenziellen Kunden und mach ein Follow-up. Wenn du das machst, hast du mit Sicherheit die meisten Angebote in deiner Tasche und dann musst du dich nur noch um Fachkräfte bemühen. Kleiner Scherz.